Jetzt verlasse ich hier meinen Geschäftsraum. Wir befinden uns in der Mahango Safari Lodge. Das ist hier mein Bett mit einer schön dicken Decke. In der Nacht über werden es hier um die 10 Grad und im Zelt, worin wir gerade schlafen, da kommt sofort die Kälte durch. Eine dicke Decke, sehr wichtig. Hier haben wir noch ein Mückennetz. Das ist hier Malaria-Gebiet. Kann man sich sehr gut damit schützen. Wenn man aus dem Bett aufsteht, kann man schön den Sonnenaufgang beobachten durch das Netz hier durch, der über den Fluss ist. Und nachtüber hört man auch die Elefanten tönen, die Nilpferde vorbeirauschen und die Vögel zwitschern. Und tagsüber kann man ja schön dann die Tiere beobachten gegenüber vom Fluss. Der Okavango-Fluss entspringt in Angola, fließt dann durch den Caprivi-Zipfel, wo wir uns gerade befinden. Und ja, und in Botswana im Delta, im Kalahari-Becken, versickert dann das Wasser. Und ja, und das Gebiet, wo das versickert, ist ungefähr 20.000 Quadratkilometer groß, ungefähr die Fläche von Hessen. Und dieses Gebiet steht unter UNESCO Kulturerbe und muss halt geschützt werden, weil es sehr einzigartige Fauna, Flora, viele Tiere sind durch den Wasserreichtum dort. So, Kameramann, was möchtest du trinken? Malibu. Malibu. Ja, mal Malibu für dich. Brr, ist das kalt. Das ist hier der Pool. Und während des Badens kann man auch wunderschön die Krokodile beobachten. Auf jeden Fall werde ich mir für heute Nachmittag schon mal die Liege reservieren. Und jetzt geht's auf Safari. Herr Kameramann, das ist total langweilig. Wollen wir nicht auf eine richtige Safari gehen? Wir sind jetzt am Eingang von Mahango Game Park und wir hoffen, dass wir heute ein paar Wildkatzen sehen werden. Die sind ja doch alle ein bisschen scheu hier. Ja, wir werden sehen. Wenn ihr mal durch die Parks fahrt, immer schön geschmeidig durch die Parks fahren. Nicht, dass da irgendwas passiert. Oder dass etwas passiert. Wir wollen ja was sehen. Oder dass etwas passiert. Wir wollen ja schließlich was sehen. Da war schon das erste Tier, eine Antilope. Und da hinten sind noch viel, viel mehr. Da müssen wir gleich hinfahren. Komm. Die Tiere sind den ganzen Tag nur am Fressen. Vor den Antilopen braucht ihr keine Angst haben, auch wenn die größere Hörner haben. Aber von den Straußen, wenn der zu nahe kommt, die können schon eher aggressiv werden. Die zwicken auch schon mal ordentlich zu. Wir haben jetzt extra noch eine Dashcam hier angebaut. Falls ein Elefant über unser Auto stolpern sollte, kann nicht die Versicherung sagen, ich wäre daran schuld gewesen, denn ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Also mein Geheimtipp, baut euch eine Dashcam ein, weil ihr wisst doch, die Versicherung bezahlt nie. Nein, Herr Kameramann, wir gehen jetzt nicht raus. Die Wildkatzen sind ja sehr gefährlich, du wirst aufgefressen, wenn du hier rausgehst. Seht da drüben eine Herde Zebras? Aber die machen gerade nichts. Dafür haben wir jetzt $90 Eintritt bezahlt. Wichtig ist, wenn ihr in der Wüste seid oder wo es sehr trocken ist, nehmt viel Wasser mit. Ah, verdammt, da ist ein Loch drin. Ja, hoffentlich reicht das noch für heute. Klebeband ist auch immer ein Muss auf einer Safari. Seht ihr, was man damit machen kann? Das rettet mich heute durch den Tag. An so Stellen wie vor uns stößt unser kleiner Corolla nun doch an seine Grenzen. Seid vorsichtig, probiert es lieber nicht aus. Achtung, was ist das denn? Oh. Versenkt. Na, Krake. Wir haben das Auto versenkt, da war doch ein bisschen überlastet. Ja, hier ist zu viel Sand. Ja, das hat er irgendwie nicht so ganz geschafft. Also ich buddel jetzt gerade hier den Weg frei, damit die Räder hier gut in Schwung kommen. Ich habe in Kanada damals, war das immer auf dem Haus, da hat er extrem viel geschneit gehabt. Da mussten immer den Leuten helfen. Also bloß aufpassen, dass kein Tiger hier kommt. Wenn das Auto fest sitzt, muss man Fußmatten drunter legen, um das Auto da wieder rauszubewegen. Das probiere ich jetzt mal. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Aber das Problem ist, dass das ziemlich fest sitzt.
Wir haben es geschafft, ein paar Meter, ich sag mal so ungefähr 5 Meter. Hinten die sind schon nicht mehr im weichen Bereich. Und ich werde hier vorne mal wieder ein bisschen wegbuddeln. Und denke mal, da werden wir schon rauskommen. Wie man schön gesehen hat, soll man sich an die Anweisungen des Rangers halten. Man sollte halt nicht abseits der Piste fahren mit so einem Auto hier, was wir haben. Ja, das erste Mal hat eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir ein Stück rausgekommen sind, aber dann ist wieder stecken geblieben. Das war schade gewesen. Ich hätte gedacht, wir kriegen es auch ohne Hilfe hin. Ja, die Dame hatte leider kein Seil dabei gehabt, sonst wäre es ganz einfach gewesen, das Auto einfach wieder rausgezogen. Wie wir dann zum Schluss gesehen hatten, kamen ein paar Thüringer vorbei und haben uns da rausgezogen. Und so haben wir auch die afrikanische Wildnis überlebt und immer schön daran denken, immer schön hilfsbereit sein. Also wir sind ja so mitten im Sumpfgebiet und hier muss man besonders aufpassen, hier sind überall Alligatoren und deshalb immer was dabei haben für den Fall, dass man angegriffen wird. Und falls es wirklich mal schief geht, noch eine zweite Absicherung, noch ein Medikit, kann man noch mal schnell drum herum wickeln. Aber das Problem in Namibia, es ist kompliziert, an ein Medikit dran zu kommen. Ja? Wir haben mehrere Läden abgedackelt und kein Medikit. Da ist ein 7 Meter Krokodil! Lieber wegrennen! Sven, das war kein Krokodil, das war ein Baumstamm. Hä? Hier ist dein Messer. Oh. Wenn das ein Krokodil gewesen wäre, dann würde funktioniert das, auf den Baum zu klettern. Aber im Falle einer Großkatze funktioniert das nicht. Wie ihr seht, sitze ich jetzt auf dem Baum und wie ihr wisst, leben hier Affen. Wie ihr wisst, lieben Affen Bananen. Um die Affen jetzt hier anzulocken, lege ich die hierher und gucke, ob ein paar Äffchen hierher kommen, die ich dann beobachten kann. Sven, warum schmollst du denn? Kein Affe wollte zu meiner Party kommen. Dann kannst du doch die Bananen alle alleine essen. Super Idee! Ah, Bananen. Sven, warum schälst du die Banane mit dem Messer? Damit das Messer überhaupt mal zum Einsatz kommt. Sven, du dehydrierst. Oh, da ist ein Wasser hingehangen. Das ist aber nett. Wichtig ist im trockenen Afrika immer Wasser dabei zu haben. Ja. Der Baum ist total vertrocknet hier und ein Himmel ist ein Bündnis 90 die Grün. Wenn ihr die Umwelt wirklich retten wollt, dann gießt durstige Bäume. Jetzt wirst du bald wieder besser gehen, mein Freund. So macht man das. Die Gefahr lauert nicht nur in der Tierwelt, sondern auch der Pflanzenwelt. Hier sieht man sehr lange Dornen und speziell meine Freunde der Freikörperkultur. Zieht euch lieber Textilkleidung an, dann tut es auch nicht weh. Die Pflanzenwelt hat nicht nur schlechte Seiten an sich. Nein, sie bietet auch schöne Überraschungen. Weintrauben? Irgendwie kommt es mir alles so gestellt vor. So als ob wir in der Matrix werden. Los, Herr Kameramann. Das ist mal alles so unheimlich. Wir machen los. Na, habt ihr sie gesehen? Fast sind wir dran vorbeigefahren, so gut waren sie getan. Das hat die Natur so vorgesehen. Bei der Safari immer schön die Augen offen halten.
Jetzt wissen wir, wer die ganzen Bäume hier kaputt macht. Der Kollege da drüben hier. Eine Herde von Elefanten, die gerade über die Straße läuft. Ja, die kommen schon so nah, da hast du Angst, dass sie wirklich mir übers Auto drüber fallen. Die halten sich nicht an die Straßenverkehrsordnung, die laufen einfach so über die Straße, so wie sie lustig sind. Und gucken einen schief an, wenn du durchfahren willst, ja. Wir sehen uns gerade den Sonnenuntergang an. Unter der Sonne sieht man schön die Zebras grasen, wie sie auch den Sonnenuntergang genießen wie wir. Aber dummerweise macht dieser Laden schon um 6 zu, dass wir uns nicht komplett den Sonnenuntergang angucken können. Totale Fehlplanung. Salat wieder als Vorspeise. Schmeckt ganz gut, ja. Linsensuppe. Ja, schmeckt wie Linsensuppe. Nichts Besonderes. Das ist jetzt Hähnchen. Sehr lecker. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich lasse mich überraschen. Zucker. Ja, nicht mein Ding. Na, Herr Kameramann, wollen Sie beim Bier-Unboxing dabei sein? Ja, auf jeden Fall. Naja, beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr Begeisterung. Aber jetzt kommt die Begeisterung. Heute haben wir Hunters da. Ja? Es ist das erste Exportbier, was ich hier in Namibia trinke. Ein südafrikanisches Bier. Hat 5,5%, was man so von Export kennt. Und kostet 15 namibische Dollar. Und wir werden das jetzt mal unboxen. Hier mein guter Baumretterflasche. Habe ich extra für euch wieder mitgebracht, ausgeholt. Für heute ist er noch da, um das Bier aufzumachen. So, funktioniert doch einwandfrei. Bierdeckel auch hier. Na, heute riecht irgendwie nach Apfelcider. Aber ich probiere mal. Nicht, dass ich ja schon wieder ein Mixgetränk erwischt habe. Verdammt, ist ein Apfelcider. Ah, also ich denke, dass das Hunters ein Apfelcider ist. Ja, es ist immer schwierig, ne? Das zu bewerten, weil das eine ganz andere Kategorie ist. Es ist sozusagen ein Mischgetränk. Also für Cider schmeckt es sehr gut. Also wenn ihr Cider-Trinker seid, kann ich das euch empfehlen. Schmeckt sehr gut. Aber es ist nicht nur mein Ding, deswegen gebe ich 6 von 10. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall ein Like. Und wenn ihr von mir mehr erfahren möchtet, wie man in der Wüste überlebt, dann abonniert den Kanal und dann zum Abschied nochmal Prost und bis zum nächsten Mal. Ich dachte, ich kriege heute Bier. Schade.